Geil, Chest Day. Nice. Nee. Doch. Da kommt Nee. Die Chest Bankdrücken. Endlich machst du 200. Ja. Leon, sag's ihm. Geil. Ja. Ich hab jetzt wirklich Bock auf Chest Day, Alter. Ey, das ist eine richtig kranke Übung. Hast du schon mal erzählt? Nee, noch nicht. Alter, ist die neu? Nee, die ist nicht neu, aber die ist modifiziert. Das sind jetzt so. Meine lieben Schweizer waren da, weißt du? Ah. Mein Herz ist ja immer noch, da ist ja immer noch ein kleiner Schweizer Anteil drin, weil ich das Jahr in der Schweiz gelebt habe von 2019 aus, von 18 bis 19, so war's. Und ja, ich habe immer wieder coolen Insta-Kontakt mit Schweizern und da hat mir ein toller Mann hat mir da geschrieben, der hat gesagt, ey, ich habe da was für deine Schrägbankmaschine. Habe ich gemacht, was meinst du? Dann hat er hier so eine Vorrichtung gebaut und dann hier rangeschweißt. Hat er gesagt, ja, soll ich dir die schicken oder soll ich vorbeikommen? Ich gesagt, weißt was, kommst vorbei, trainierst hier eine Runde. Ich habe noch nicht gesehen, dass du das selber ranbringst. Ich kann das Bodybuilding, aber alles andere überlasse ich Leuten, die es können. Kraftschmiede, Switzerland, könnt ihr auch auf Insta finden. Er war sehr, sehr korrekter Typ, der Osama war richtig nett und hat hier das Ding montiert. Ja, und damit geil. hast du ein richtig geiles Widerstandsprofil, was man am Brusttag gut nutzen kann. Was ja heute ist. Da Leon und ich heute aber Legs machen. Oh. Was du, guck mal, das ist der Pendant McFit-Pumper. Ja, klar, Am Mann. Beintag ist, scheiße. Wir haben es doch in der Hand. Wir müssen jetzt die nachfolgende Generation motivieren und inspirieren, nicht mit solchen Beinen wie Markus durch die Gegend zu laufen. Wann war dein letzter Leg Day? Vor 2 Wochen. Wenn wir Brust machen, müssen wir aber die Putenbrust und den Kefir trinken. Das ist meins, Mann. Ist egal. Guck mich mal an. Ich krieg die Hälfte von Egal. euch. Boah, geil. Ziegenbutterkäse. Ne? Den vom Beintraining. Ziege! Was ist dein Lieblingskäse? Von Sohan. Doch. Ziege! Ey, weißt du, was ich gerne mal gucken würde? Wie das Zimmer hinten aussieht. Das müsste doch fertig. Auf gar noch keinen nicht fertig? Fall. Nee, es ist. Lass mich mal gucken. Nein! Wieso nicht? Nein! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ist da schon was zu sehen oder nicht? Ja, du kannst es so zeigen. So kannst du es wirklich zeigen. Aber hinter dem magischen Vorhang werden sie nicht kommen. Aber du merkst schon von der Akustik. Ja, es ist anders. Akustik ist besser. Akustik haben wir auf jeden Fall besser. Nein. Es wird am Freitag fertig gemacht. Da kannst du so durchlugen. Wann ziehst du denn jetzt ein? Ja, voraussichtlich in 1,5 Wochen. Und was fehlt noch? Es fehlt noch ein bisschen Internet. Ah, ganz wichtig. Ohne Internet Ja. sitze ich hier im Dunkeln, beziehungsweise macht es hier nicht so viel Spaß. So viele Bücher habe ich dann doch nicht mitgenommen. Aber ja, sonst ist eigentlich noch ein bisschen Deko, noch ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Die Pflanze noch. Die Pflanze habe ich. 2 Ja, sogar. ja. Eine von Dennis und eine normale. Kannst dir noch ein paar mehr Pflanzen holen. Ach so. Es gibt kein Pflanzenlimit für das eigene Zuhause. Ja, eigentlich schon. Ich habe mir hier vorgestellt, einen ganzen Dschungel zu machen. Ja, wie macht das sonst? Auswahlschritte gemacht. Ich weiß. Das letzte in der Story auch ein Bild drin gehabt. Ja, stimmt. Deswegen komme ich drauf. So. Ach, toll. Wer weiß, wie viele Erinnerungen hier noch reinkommen. Wie viele verleibst du dir ein? 2 oder 3? Nee, 2. 2 für den Pump reichen. Ich bin aber auch Fan von viel Wasser. Du hast noch die alten Shaker. Ich bin noch ziemlich aus unterwegs. Aber die neuen sind geil, wa? Science-based. Ja. Die sind gut, ja. Auf jeden Fall. Kann man sich gönnen. Das ist mein Lieblingspumpenbooster vom Geschmack. Bei dir glaube ich auch, ne? Ja. Der ist schon stark, obwohl ich kein Lemon-Fan bin. Also gar nicht. Eistee-Lemon fand ich nicht. Also, Auf einen guten Beinbrusttag. Wir machen beides. Bein, Brust, Unterarme. Ja. So ähnlich trainiere ich jetzt aber eh. Ich habe einen neuen Split und so. Du hast einen Bein-Brust-Slip. Slip. Ja, ich habe am Bein- und Brusttag immer einen Slip an. Hex-Squat. Zum Beispiel wäre ein Tag wie heute, wäre Bizeps, Trizeps,
Adduktoren, Beinbeuger, Quadrizeps und am Ende noch eine Hamstring-Übung. Morgen wäre Schulter, Lat, Trap, Rear Delt, also hintere Schulter, Brust und Wade. Dann wäre Trizeps, Bizeps, Hamstring, Quad, Adduktor. Dann wäre Rücken, Schultern, Brust, Schulter. Das hört sich an wie dein Cheatcode bei Balsen. Ja, Simbal. Bilsan. Ja. Aber funktioniert. Das finden wir jetzt raus. Ich habe jetzt circa 10 Wochen, wo ich meinem Körper Ruhe gebe. Und finde ich, da kann man die Motivation oben halten, indem man halt auch mal seinen Trainingsplan verändert. Funktionieren tut alles. Ihr könnt auch einen 5er-Split nehmen, euren Muskel wegrotzen, das kann ich euch jetzt nach 14 Jahren sagen. Was wichtig ist, dass ihr genug Regeneration habt und irgendwo auch stärker werdet. Nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat, aber irgendwo muss da auch ein bisschen Kraftzuwachs hin und sonst könnt ihr wegrotzen, was ihr wollt. Aber es ist halt gerade geil, weil man dann so auf Spur ist. Man hat dann Bock auf die Einheiten, das kennst du ja auch, dann änderst du was und dann denkst du, geil, heute mal so und so und dann hält es deine Laune irgendwo oben und du hast dann Bock auf jede Einheit, die bevorsteht. Deswegen probiere ich das mal aus. Ich weiß, der Ali Edward hat das immer gemacht, aus Dubai, der Keine Ahnung, wer das ist. so ein schwarzer, endmassiver Typ. Der hat so als Stoffer diese ganzen Upper-Lower-Splits und so gemacht. Und er ist halt ultra aufgegangen davon. Und bald löse ich das eher auf, wer mir da auch ein bisschen hilft bei der ganzen Sache. Aber ich sag eins, wo sollte man sich eigentlich orientieren, was trainingstechnisch? Finde ich persönlich bei Natural-Bodybuildern. Finde ich jetzt nicht. Finde ich schon. Aber Weißt du warum? Weil Natural-Bodybuilder hat nur 2 Stellschrauben zum Drehen. Und das ist Training und Ernährung. Und die sind so ausgefuchst, was Training angeht. Die sind schon meilenweit voraus dem McFit-Pumper. Aber welche guten Natural-Bodybuilder gibt's? Viele. Ey, machen wir jetzt Brust oder Beine oder machen wir den Mix? Komm, wir machen, was er will. Ja, Beine. Komm, machen wir Beine. Für das gute Vorbild. Wir gehen vorbildlich voran. Skippt nicht euren Leg Day. Oder wie der McFit-Pumper sagen würde, Bruder, wenn du Beine trainierst, dann kommt dein ganzes Testosteron auch hoch. Alter, aber an die Theorie habe ich lange geglaubt. Ich auch! Ne? Und dann habe ich meine Beine so weggerotzt und dachte mir, Das wird mir aber auch immer erzählt, dass wenn Ja. die Beine trainiert werden, hast du einen anderen HGH-Ausstoß vom und das eigenen stimmt auch. Wenn ihr Beine Glaubst trainiert, wenn ihr Beine trainiert, ist es wie auch seid ihr Vollgas auf Stoff. Also trainiert mindestens einmal die Woche hart eure Beine. Okay. Ja. Wir lassen das weiter bestehen, Digga. Manches war doch gut damals. Ja, das stimmt. Also. Man weiß jetzt nicht mehr, sagt er jetzt die Wahrheit oder. Nein, das stimmt schon. Nein, Bruder. Ja gut, aber guck mal, andere Frage. Muss ich nur Beine trainieren für besseren HGH-Ausstoß oder muss ich Beine schwer trainieren für besseren HGH-Ausstoß? Ja, wenn du musst mindestens 4 Übungen machen für Beine, dass das HGH ausgestoßen wird und dein Testosteron steigt. Aber muss ich die Übung schwer oder? Sarkasmusende. Ja, du musst schwer und richtig asozial trainieren. Weil erst in den letzten 2-3 Wiederholungen stoßt es das aus. Und 5-mal die Woche 20 Minuten Sauna. Laut Dr. Huberman. Und den Ziegenbutterkäse. Ja, Als der ist ganz Post-Workout. wichtig. Scheiße, das sind ganz schön viele Sachen. Was eigentlich mit der Bio-Hähnchen-Honigbrust? Honigbrust, kennst du die nicht? Guck mal, meine Hähnchenbrust. Ja. Was sagst du auf 100 Gramm, wie viel Salz? 3 Gramm. Nee, nicht ganz. Das ist die Leitsalzversion. 2,8. 2,1 sogar nur. Jetzt fehlt dir eigentlich nur noch das Holzbrett hier. Ja, und ein Spiegelei. Ja. Und nochmal Honig drüber streichen. Und 2 Datteln dazulegen. Avocado. So, ihr Penner, könnt ihr jetzt euer Beintraining Und so machen? eine rote Mir Brille reicht's anziehen. jetzt. So eine Blaulichtblockerbrille. Ey, aber ist doch okay, die Ernährung. Ich habe dazu noch so Kichererbsenwaffeln. Ja, wenn man so aussehen will wie du, ist die Ernährung okay. Aber, Wir können ja mal deine Ernährung zeigen, was so im Kühlschrank ist. Also bei dir gibt es auf jeden Fall Hähnchen, Reis und Spargel. Das habe ich verstanden. Oh, da sind noch die Rinderstreifen, die auch Ronny gerne isst.
Aber wie viel braucht man laut Ronny mindestens? Er braucht schon 2 Portionen. Weißt du, hast du das Reel gesehen, wo er gesagt hat, dass er früher mehr Eiweiß hätte essen sollen? Nee. Dann hätte er auch gewonnen. Also Ronnys Misserfolge liegen an zu wenig Eiweiß. Bei 4 haben wir nur 300 Gramm Eiweiß gegessen. Scheiße. Aber es sind mindestens 400. 400 bis 500 Gramm. Na gut, dass wir heute da besser Bescheid wissen und alle 500 Gramm Eiweiß am Tag essen. Boah, überleg mal, Alter. 500 Gramm Eiweiß am Tag. Sohan! Das stelle ich mir gerade vor, wie er so die Mutter massiert. Quatsch, die Haare schneidet. Die Mutter massiert. Der hat ja mit der Mutter was Mit dem Föhn von den Haaren unten. Und wie er dann seitlich an den steht und dann. Genau. Muss jetzt trotzdem sagen, ne, 2 Monate keine Beine trainiert. Wegen dem Armwrestling. 2 Monate? Und ich fühle mich gerade so wie so ein Trainingsanfänger. Ne? Ja, ich kenne das. Wie lange ist bei dir her? Schon noch länger. 3 Tage, nicht Spaß. Werden schon noch 2 Wochen gewesen sein jetzt. Was ist der Lieblingstag in der Woche? Unser Rücken, Oberkörper halt und Beine. Alles. Nee. Jetzt, wo ich halt so verschiedene Tage habe. Geh noch ein bisschen mehr auseinander. Die Seil gestellt, dass die hinten schwerer wird. Oh. Normal macht man bei den Adduktorenmaschinen immer zum Aufwärmen schon Full Stack, weil die wirklich leicht sind. Bei dem ist geil, da ist der Gewichtsstapel schon dolle. Aber kann man auch noch was draufhängen, Gott sei Dank. Ist es ungefähr so, wie wenn du jetzt bei einem, also vom Widerstand, wenn du jetzt bei einem McFit-Adduktor nochmal 40, 45 Kilo extra dranhängst. Voll, da rennst du durchs halbe Studio und da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich den geholt. Aber sonst ist es echt immer ätzend. Dann musst du noch ein Gummiband darum spannen und dann machst du eine halbe Stunde Aufbau von dem Gerät für ein paar Sätze. Komm. Komm. Eine. Und zusammen. Auf. Ja. Oh! Gut! Scheiße, ich werde. Ey, was machst du hier mit mir, Mann? Wenn ich morgen aufstehe, ich werde die nächsten 2 Tage nicht mehr auf dem Bauch liegen können wegen Adduktormuskelkater. War geil. Beste Leben. Wenn du gegen Ada ein Wettessen machst. Boah. Das rede ich für dich. Ne? Weil ich kann dich schon ungefähr einschätzen. Ich kann ihn gar nicht einschätzen. Ada ist ein sehr, sehr krasser Esser in einem Meal. Ich hätte keine Chance gegen den, wenn wir jetzt sagen, wir essen jetzt Pizza, sage ich mal, keine Ahnung, in der nächsten Stunde oder einfach ohne Zeitlimit, aber in einem Meal. Wo ich glaube ich besser wäre, wenn wir sagen würden, wir hätten den ganzen Tag zum Fressen. Weil das durch unseren oder meinen Bodybuilding-Lifestyle mit dem 7-8 Mal Essen am Tag einfach, glaube ich, besser wäre. Und er isst ja meistens immer nur abends richtig viel. Der isst so jeden Abend 5.000, 6.000 Kalorien und dann nichts mehr, weißt du, den ganzen Tag. 1 meal a day, 6.000 Kalorien. Ja, schon. Aber Weil krass. das ist ja durch seine ganzen, die Challenge, so was der da macht, hat er ja nur das Zeitfenster da zu essen. Deswegen glaube ich, es wäre aber spannend, du oder nicht. So, noch 2 Übungen, dann beginnt der HGH-Ausstoß. Wir müssen dann aber super setten mit in die Sauna rein. Ah, und den Ziegenkäse nicht vergessen. Ganz wichtig, ja. Stell dir mal vor, es wäre wirklich so gewesen. Wie in so einem Cheat-Modul damals bei GTA. Das heißt, wenn du das machst und nur noch 5-mal im Kreis läufst. Ich weiß sogar noch, sorry, dass ich unterbreche, ich war noch mit CJ, war ich immer im Gym. Bei GTA konntest du auch in das Gym reingehen. Oder du hast den Cheat halt eingegeben, dass du auf einmal super breit warst. Kennt ihr den noch? Da hatte ich weiß noch, auf so einem DIN A4
Mein Bruder, mein Ältester natürlich, hatte die Cheats dann in der Schule, hatte die zugesteckt bekommen. Noch selber aufgeschrieben, oben, unten, links, rechts. Dreieck, Kreis. Ah, geile Zeit auch. Da dachte ich auch, San Andreas hatte so eine krasse Grafik. Bis dann GTA 4 kam. Auf. Ja. Sehr gut. Wow. Das heißt, du machst das jetzt oben sehr schwer. Ich mache das in der Dehnung sehr schwer. Dass am Anfang, wo der Muskel am meisten Kraft hat, das Ganze noch schwer ist und oben wird es dann leichter. Und wenn es in der Kontraktion leichter ist, hast du ein geiles Gefühl, kannst du oben noch mal so richtig anspannen. Auf geht's, komm. Jawohl. Schön. Komm. Weiter. Sehr gut. Geht noch, ich bin da. Komm, hoch. Ja. Eine noch, eine noch. Hoch. Jetzt geht, komm. Jawohl. Sehr gut. Oh. Geil. Ob ich das morgen nicht bereuen werde? Doch. Sowas bereut man nie. Danach fühlt es sich geil an, das weißt du selber. Und morgen erst. Normalerweise schon. Ach komm, geht schon. Yes. Wir haben fast die Wachstumshormon- und Testosteronausschüttung angekurbelt. Geil. Ich dachte, 2 Übungen fehlen noch. Ja, aber wenn du intensiv trainierst, dann geht es schneller. Ich merk's auch schon. Ja. Ey, du merkst, wie... Wie alles im Körper sich, wie alles wächst. Wie die Arme wachsen auf Ja. einmal jetzt. Schon. Du spürst den Wachstumshormonausstoß. Ja. Wie fühlt sich das an? So, genau so, genau so. So, Was erwartet uns jetzt? Hex Squad of Death. Das ist übrigens das Gewicht, mit dem ich trainieren würde. Also eine 10er würde ich noch aufpacken. Was denn also behindert? Guck mal, jetzt kommen die Cheat Sleeves oder wie? Und wann ziehst du den Slip an? der ist schon an. Den trage ich auch ganz gern mal Formtraining. Im Peri-Workout-Fenster. Ja, beim Yoga wahrscheinlich schon. Willst du jetzt damit was sagen, oder? Eine Yogastunde würde dir auch ganz gut tun, mein Lieber. Aber ich glaube auch polieren wird das mal ganz gut. Eine Yogastunde? Bei 10.000 Likes gehen wir zum Hot-Yoga. Hättest du ein Problem mit dem Hot Yoga? Ich weiß nicht, ich muss es ausprobieren. Um ehrlich zu sein. Ölen, Alter. Wir würden so ölen. Hast du eigentlich schon dein Bilsan-Öl mal getestet? Ja, das ist richtig gut. Ja, Alle 3? ja. Das von Berchoff. Ja, geil. Das hat echt einen frischen, tollen Geruch. Tijuana 22. Ja. Was hast du nochmal gewählt? Ich hatte so. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. 18 Uhr hast du da gezogen. Je mehr Gewicht drauf kommt, desto leichter wird es. Der Hackenschmidt. Das kennst du doch auch. Aber eine geile Logik. Ja, jemand, der es nicht checkt. Was ist deine Lieblingsübung eigentlich bei Beine? Ja. Irgendeine Kniebeugebewegung muss man drin haben. So. Ich könnte niemals irgendwie nur Beinstrecker und Beinpresse machen. Das geht zwar schon mittlerweile, weil ich da gut weiß, wie ich die Beine treffen muss, aber so eine Kniebeugen-Variante, die ist immer eklig und die ist immer gut. Weißt du, dass du mal richtig viel bei Frontkniebeuge gemacht hast? Und ging 200, 220 oder so? 200 auf 8 waren das. War das ein Bunker? Back Squat ist
Frei 2,50. 2,50 auf dem Satz, aber noch ganz früher in Stuttgart. So dumm wie es klingt, ich habe früher schwerer trainiert als jetzt. Vielleicht sollte ich das mal wieder machen. Richtig böse schwer trainieren? Ja, genau. Aber ist das Verletzungsrisiko nicht zu groß? Ja, es ist schon hoch, aber es ist halt auch, es bringt halt auch gut was irgendwie. Glaubst du das oder weißt du das? Ich weiß nicht, wissen tut man nichts. Also meine Beine sind immer, also sind am besten gewachsen, als ich wirklich richtig schwer trainiert habe. Aber wirklich richtig schwer. Ja, 100% bringt es was. Also 1000%. Es ist halt schon auch gefährlich, aber es ist halt notwendig. Hat gestern ja erst Markus gesagt. Röhl hat auch gesagt, du musst halt, gerade im Schwergewicht, musst du richtig viel Gewicht trotzen. Aber es ist halt auch dementsprechend demoliert dann in den 50ern. Aber das sollte wohl mal wenig werden. Das ist geil. Lieber breit sterben als schmal leben, haben die Leute damals immer gesagt. Es war noch so, wo ich angefangen habe zu trainieren, mein erstes Jahr oder so. Lieber breit sterben als schmal leben. Leben die noch? Tatsächlich, ja. Wie dick deine Beine geworden sind, ne? Ich weiß noch, wie die ausgesehen haben vor ein paar Monaten. Und die waren ja damals schon groß, aber die sind so, wie soll ich das beschreiben? Die sind irgendwie voller geworden. So noch runder irgendwie. Ausladender, ja, außen, ja. Ist krass, wie ich gerade eigentlich, wie wenig ich esse und wie viel ich meinem Körper Erholung gebe im Vergleich zu den letzten 5 Jahren. Und wie frisch der wird, Alter. Der wird so frisch. Woche für Woche. Das ist krass. Also es gefällt mir. Meine Freundin ist immer genervt, wenn ich das Lied singe. Warum? Weil ich es ziemlich oft singe. Klingt so geil. Hast du gern Schlager, Leon? Ja, ab und zu, ja. Wirklich? Wenn es ein guter Schlager ist. Let's go! Schlager und Beine. Das höre ich jeden Morgen. Nie im Leben. Ja, damit stehe ich auf morgen. Ehrlich jetzt? Nein. Let's go! Ja. Schön. Jetzt kommt dieser Wachstumsschub gerade bei mir. Ehrlich jetzt? Ja, ich fühle es jetzt. Ich habe gerade auf dem Klo nach unten geguckt. So? Ja, ja. Nee, Wie fühlt er sich an? so wie er es vorhin beschrieben hat.
So, genau. Ja. Am besten weißes T-Shirt noch anziehen. Und dann Kinn ein bisschen nach oben. Wie viele Sätze noch? Genau. Und dann aber immer den breitbeinigen Stand, so. Wie viele Sätze noch? Und dann ganz wichtig auch Anruf annehmen. Ja, was los dann? Das Nackenheben noch, oder? Ja, Nackenheben noch. Aber ganz wichtig, mit hinten abrollen. Entweder mit hinten abrollen oder ganz schnelle. Ja, Beides. ganz schnell aber an dieser Brustpresse, an der flachen. Mann, genau. Ja, perfekt. Auch mit dem so ein bisschen noch hier. Bieten. Ja, so ein bisschen, wie sagt man, so, hat irgendwie Tanz, ne? Zumba. Ja, so tanzmäßig. Da hatte ich einen auch in meinem ersten Studio, so einen Russe, so einen alten. Der hat erst Curls gemacht, hat die so geschwungen, so. Hab ich aber auch So. Und dann ist der mal ans Nackenziehen gegangen, wir hatten da so ein Ding, das war aber krumm, da war eine Seite höher und dann ist der da reingegangen, so. Ja, Mann, genau so. Ich sehe es auch direkt vor mir. Schön dynamisch, aktivierend. Aber noch eine oder wie? Einen noch und dann Beinstrecker und dann nur noch Hyper-Extensions, dann sind wir fertig. Aber ich meine noch eine Scheibe oder wie? Willst du 7 machen? Was ist der Gym-Rekord? Weißt du, wenn gehe ich all in. 7. Halbe Scheiße mache ich nicht. 7, ja. 7, okay. Auf. Oh, weiß nicht, was Dennis da gemacht hat. Ich glaube, der ist irgendwo im Urlaub in Portugal. Da brauchen wir noch nicht ins Training gehen. Das muss ich auch auf Kamera festhalten, weil der immer sagt, ich gehe nicht ran. Du Penner, Alter, sag mir nie wieder, ich soll ans Telefon gehen, wenn ich anrufe. Weil wer im Glashaus sitzt, du weißt selber. Der hat 7 Plates gemacht, aber nicht mehr. Ich weiß, es gibt einen, der hat 9 Plates da gemacht, aber nicht bei mir im Studio. Ja, frage, ich mach 6. Oh, Dennis ruft an. Oh, Das ist egal. Ist der Urlaub so schön oder kann man nicht ans Telefon gehen? Halt die Fresse, Alter, ich schwör's dir. Digga, guck mal, vor was ich stehe hier. Hallo? Hallo? Ja, jetzt, hallo, hörst du mich? Ah, Digga. hast du mich schon ausgetauscht? Ich hab dich hier ausgetauscht. Ja. Hallo? Hörst du mich? Servus. Du, der Ersatz Dennis will heute einen Studiorekord machen an der Hackenschmidt. Wie viel hast du da gemacht? Ich? Ja, wer sonst? Einmal habe ich 8 probiert. Wie viele Raps waren das? 5 oder 6, gell? 5 oder 6, aber nicht über 6, auf keinen Fall über 6. Okay. Wer ist das? Ich hab's gar nicht gesehen. Sting, Johannes Lukas. Ah, okay, cool. Ah, ist Leon da, oder? Ja. Ja, ich glaube, ich war auf 8 Platten, 5 oder 6 Wiederholungen, mehr habe ich nie geschafft. Nur an der im Powerhouse habe ich 9 Platten mal gemacht, aber da war mit dem Gummiband gespannt. Wie viele nochmal hast du im Powerhouse gemacht? 9 Platten, gibt's ein Video bei mir. Kann ich dir Okay. schicken. Jawohl, ziehen wir uns rein. Gut, dann genieß deinen Urlaub, ich mach Beine, gell? Ich bin noch... warte mal. Während du telefonierst, ist Leon bereits am Der Aufbauen. macht 9 Platten, der Motherfucker. Nee, 8. Ich find's geil, Alter. Geil, dass wir Beine machen, Junge. Ja, das ist der Leon, der mir gefällt. Ja! Jetzt spürst du das Testosteron. Ja! Jetzt spielt er das Testosteron, Alter. Das HGH. Ja, Mann, jetzt knallt Pass das. auf, ich glaube. Hey, ich will das auch mal spüren, Mann. 6, 7, 8. Ah, super, ey. Brutal, Auch schon schwer. Ich will noch eine 1,25er rauf. Na, so ein Scheiß nicht. Science-based. Entweder 20 oder gar nichts. Warte mal, ich probiere das jetzt erstmal. Das ist 7. 8. Alter. Das waren 8. Dann 7. Das ist schon heftig. Stärke auch in Live ist krank. Auf Schlagermusik einfach kurz so weggeschmorgelt. Krass. Das ist krass. Das ist krass. Geil, aber ich mach keine 8, um deine Frage vorwegzunehmen. Bleibst du bei 6?
Oder 5? Ich mach glaube 7. Leon hat gerade überlegt, noch mal einen schwerer zu machen, aber Ist das dein Ernst? Ja, ich wollte 9 machen. ich bin Das machst du bitte nicht. Oder Digga, du 10. hast in 3 Wochen einen Wettkampf. ich bin kein Fan davon. Also wir können das Kann ich nach dich deinem bitte Wettkampf- überzeugen? Wir können es nach dem Wettkampf machen. Wie willst du mich denn überzeugen? Ja, indem ich es dir verbiete. Nee, ich weiß nicht. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Wenn du jetzt Du 9 hast den Platten, Studiorekord gemacht. Hätte ich jetzt eine Tafel, könntest du deinen Namen oben hinschreiben. wenn du jetzt 9 machen würdest, würde ich das nackt filmen. Vor dir. Und ich würde nackt daneben spotten und du könntest hochladen. Ich mach das. Ich zieh mich aus. Ich habe da kein Problem mit. Nee, ich bin ja auch noch dabei. Ich habe ja nichts davon. Also, nee, machst du bitte nicht. Ja, okay, wir machen einen. Grüß dich. Auf geht's. Yes, sir. Weißt du, was man jetzt geil sieht hier? Was denn? Man sieht dir die Vorbereitung an. Ja? Die sind viel qualitativer als damals. Das stimmt, ja, ich weiß noch, wie die damals auch Die waren. sind jetzt so auf einem neuen Level. Da ist jetzt richtig Einschnitt hier und so drin. Das ist voll Finde ich geil. Weil ich Finde ich habe geil. auch irgendwann logischerweise in der Vorbereitung nicht mehr mit Schuhen gearbeitet, sondern wirklich aus dem Muskel raus. Und ich glaube, Ja, 100%. Das verändert sich jetzt auch. Das ist ja das Schöne eigentlich. Jedes Mal mehr Vorbereitung sieht es dann qualitativer aus. jetzt verstehe ich auch, ich habe mich immer bei deiner Muskulatur gewundert, warum die so viele Querschnitte hat. Und ich habe in der Vorbereitung, als ich das erste Mal am Quadrizeps so Querschnitte, das war das allererste Mal gesehen habe, dachte ich so, geil, Alter. Das hatte ich noch nie davor. Geil, ja. Das macht süchtig. Ich frage mich, wie viel kann man noch an so Beine ranzüchten? Gibt es da irgendwann ein Limit so oder? Und ich habe gesagt, wenn ich so sehe, was jetzt passiert ist in dem kurzen Zeitraum, dann kann ich mir vorstellen, dass da echt viel geht noch. Jetzt kann Wobei ich das- das freilassen, weißt du? Jetzt gibt es kein Limit. Ja, geil. du siehst halt alles in allem so einfach wuchtiger aus als damals. So, du warst ja damals schon eine Erscheinung, aber jetzt ist es irgendwie so, so wie ich vorhin gesagt habe. Ja. Einfach noch runder, noch irgendwie voller. Ja, es macht Bock auf jeden Fall. Was glaubst du, oder anders gefragt, wo willst du landen so vom Off-Season-Gewicht? Hatten wir gestern eine Drüll tatsächlich. Gewicht ist mir relativ egal. Es muss eine geile Optik sein. So geiles Gewicht wäre 120, 122 on stage. Alter. Du musst deine Gegner jetzt meinen packen. Die müssen das Beintraining mit uns sehen. Und dann sich denken, scheiße, Leon macht Beintraining. Bro, das Problem Oh ist, Mensch. genau das Ding hat Brian gemacht. Und ich habe mir gedacht, was für ein Spaß, dass er Beine trainiert. Ja, vielleicht hat er das mit den Hormonen und dem GH auch irgendwo aufgeschnappt. Gut, Ronny, machen wir noch einen. Weißt du, dass der Ronny mal zu mir gesagt hat, dass er mir zeigt, wie man einen richtigen Adduktor aufbaut? Weil am Adduktor, da fehlt es halt noch. Moment. Machen wir solche Übungen hier. Ronny hat ja auch Leon gesagt, er wird ihm noch 10 Kilo Muskeln draufpacken, wenn er bei ihm im Coaching wäre. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, Alter? echt mal. So eine Scheiße, Mann. Ja, man, hätte ich früher mal dran gedacht. Gut, ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Beintraining. Trinken jetzt noch einen Shake nach dem Training, um auf unsere 400 Gramm Eiweiß zu kommen. Danke dir, Ronny. War super. Also, Hat mir gut gefallen. bis später. Schaut doch beim Leonidas vorbei, wenn ihr ein bisschen Armdrücken sehen wollt. Gell? Die ganzen Handwerker, liebe Grüße, ich weiß, dass ihr die Videos schaut, die hier waren, haben sich hier schon
Da war alles prall gefüllt. Sag mir nicht, der war komplett voll. Klar war der komplett voll. Ohne Scheiß. Gut, oben lagen 4 Pizzen, die habe ich selber gegessen. Die sind noch geil. Aber Reis und Huhn, ein bisschen Spargel, macht man nichts falsch. 54 Gramm Eiweiß, Athleteline-Produkt, 2 Gramm Salz. Also eigentlich perfekt, was man nach dem Training braucht. Guck mal das Mikro-Setup an hier. Hier gehst du rein in den Deep Squat. Oh, die Russenhocke. Und dann wird hier das Meal 7 bis 9 Minuten. Ich finde es mit 8 Minuten perfekt. Einfach rein, aufdrehen und gleich genießen. Das Ganze könnt ihr auch abchecken bei Prep My Meal, Code Polacco und am besten das Pad Krapau, mein erstes eigenes Athletenprodukt, probieren. Lassen wir es uns schmecken und dann geht die Reise kulinarisch weiter. Wohin? Das seht ihr gleich. Bernd, du kannst dir eine neue leisten. Wo sind wir und was machen wir, meine Lieben? Das ist mein Satz. Grüß Gott. Hier seht ihr meinen tollen kulinarischen Freund Bernd. Und bei Bernd gehen wir jetzt essen, denn ihr wisst ja, Chefin Bernd, ihr wisst ja, jetzt heißt es wieder Off-Season, jetzt darf wieder Masse aufgebaut werden. Und da ich hier das Opening verpasst habe, da ich da schon in der Diät war, schauen wir heute, dass wir das Ganze nachholen und uns ein bisschen den Bauch vollschlagen. Ich habe Hunger, deswegen würde ich sagen, gehen wir rein und suchen mal nach unseren Kollegen. Ich habe schon seit 18 Uhr Feierabend, da haben gesagt, der links kommt, da muss ich warten. Geil. Danke dir, mein Lieber. Gut da drin. Super. Ja. Jungs, viel Spaß. Geil. Mädels auch. Ciao, ciao. Danke dir. Mädels meinte der nicht. Sehe ich so weiblich aus? Ja. Mein Kleiner, aber du fühlst dich hart an. Schönen guten Tag. Ey, wir machen jetzt denselben Content neuerdings, weißt du, gell? Echt? Oder vom Wahl zum Aal. Stimmt, vom Mal zum Mal. Ich habe ja schon gesagt. Der häufigste Was Kommentar, wann Training mit Urs? Hoffentlich bald. Ich habe es gern geworden. Mein Problem ist, ich krieg doch schon Muskelkater, wenn ich so die Hand Ja, wir machen weißt, ganz zur entspannt. Bank trage, so, weißt du? Wir waren ganz entspannt. Wir tun doch immer, du zeigst mir deine Welt und dann zeige ich dir wieder mal meine. Zeig dir meine Welt. Herzlich willkommen, Ja, Tabo. richtig geil. Endlich. Wurde Ich freue Zeit. mich richtig hier zu sein, sag ich dir ehrlich. Ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Als ich die Nachricht bekommen habe mit dem Opening, dachte ich mir so, scheiße Mann, ich würde so gern hingehen. Ja, du warst da so war weg, ich schon auf Diät auch und jetzt heißt wieder Off-Season. Deswegen immer pünktlich kommst zum immer nur zum Masseaufbau, Fressen. komm ich zum Unglaublich. Fressen zu dir. Komm, ich zeige euch mal. Guck mal, da, er hat das gerade oben hingestellt. Guck mal, das Fried Chicken, guck mal drauf. Ich glaube, du kriegst langsam Hunger. Ja, Wenn ich das hier so sehe. ey, ich kann nicht länger zugucken. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten bestellt für euch. Alles easy. Ja? Das glaube ich dir nicht. Ich sag den Jungs, die sollen Gas geben, okay? Okay. Frank? Urs hat gesagt, du sollst Gas geben, er hat Hunger. Ja, mach mal. Mehmet, was machst du mit uns? Hier haben wir Deep Fry Shit. Rockerbowl. Boah, die Tacos, die sind. Und die Tacos. Die habe ich schon beim Eckerlin im Video gesehen. Ja, krass. Oh, die sind ja eingetunkt in dieses. So, Bernd, Ja. wenn du mir jetzt noch erzählst, was Ja, das hier. Logo. Also, Boah, da geht mir immer einer ab, wenn der anfängt. in welcher Zeit leben wir, wo du auf deiner Speisekarte einfach ein Gericht haben kannst, das frittierte Scheiße heißt? Geil. Ja? Also Deep Fried Shit, da ist der Name im Programm. Wir haben hier Garnelen frittiert, wir haben Pommes unten drunter, so als, du weißt schon. Dann haben wir Kalamaris-Streifen, quasi Tintenfischstreifen. Ja. Wir haben Hot Honey Wings und wir haben so ein paar Chicken Bites mit frittiert. Ja, dazu eine geile Habanero Ranch und eine Barbecue-Soße. Mach ein bisschen Limette oben drauf, ess ab und zu mal so eine Jalapeno dazu, da bist du voll geil drauf. Teddy's Red Tacos. Boah, die ziehen hier ja richtig rein. Ja, also in LA, wenn du das nächste Mal da bist, musst du auf jeden Fall zu Teddy. Ja. Einzigartig geiler Typ, habe ich auf meiner Tour kennengelernt und er hat mir gezeigt, wie man es macht. Und ich sag, wir sind relativ nah dran. Dazu ein bisschen Konsumé, die mache ich ein bisschen anders als er. Ich ziehe die mehr ab, bei mir hat die noch ein bisschen konzentrierter. Was besteht die? Das verrate ich nicht, aus Fleisch. Okay. Überwiegend Fleisch und Chili. Ja. Dazu ein Reis und so ein bisschen gebackene Bohnen halt. Ne? Und darauf bin ich besonders stolz. Ich möchte, dass du damit anfängst. Ja. Das ist die Pokeball. Quasi die. Ich war auf Hawaii. Du warst auf Hawaii. Ich war auf Hawaii Geil, und habe quasi die Poke geholt. Ich war dort bei Rai und
Leute, die sich das nochmal anschauen wollen, haben die Möglichkeit, natürlich bei Mission Restaurant vorbeizuschauen. Aber ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er in der Netflix USA-Serie war. Also USA Street Food. Und ich sag dir ehrlich, so, du hast schon viel Thunfisch und so gegessen, da bin ich mir sicher. Aber ich will dir nichts ins Ohr reden, probier das und sag mir... Bastel mir erstmal einen Perfect Bite. Was ist das hier? Sag ich dir erst danach. Crab Style Salad. Oh, okay. Ja, das ist einfach Also, crazy. auf dich, Bernd, und ein neues Vielen herzlichen Restaurant. Dank. Ja, doch. Probier mal nur den Thunfisch. Ja, genau, geil. Ist geil, gell? Ja, also wirklich, da bin ich sehr stolz drauf, weil es gab einen Weg dahin. Und ich habe lange probiert, das hinzukriegen. Es hat nicht geklappt. Wir haben wirklich den besten Thunfisch, den du kaufen kannst. Und. Long story short. Der Kameramann nimmt die Kamera runter in diesem kleinen Kabuff, wo wir da waren. Ne? Ja. Er filmt. Und immer wenn die Marinade gemacht haben, er hat es uns nicht gezeigt. Ja. Und ich wusste aber, was drin ist, weil ich die Flaschen gesehen habe. Ne? Ich wusste nur das Verhältnis nicht. Aber die Schärfe hat nicht gestimmt, als wir es ausprobiert haben. Und irgendwann habe ich mir die natürliche Footage nochmal angeguckt. Rohschnitt. Und in dem Moment, wo er die Kamera runternimmt, läuft die noch. Er hält die quasi so in der Hand und dreht sich einmal. Und er schwenkt unterm Tisch, wo die anderen Sachen stehen haben, entlang. Und da steht ein großer Beutel Chili. Und diese Chili-Sorte war der Gamechanger und deswegen schmeckt es dazu. Ja, ich sag auch welches, es ist Gochujang. Das ist der Chili, wo man normalerweise in Korea Kimchi mitmacht. Deswegen Kommst du nicht drauf? Deswegen schmeckt so geil, Mann. Ja, kommst du nicht drauf. Und auch nicht, dass der Typ auf Hawaii sich koreanisches Chili-Pulver reinholt. Das ist totaler Quatsch. Kommt ja auf die Idee. Ja, genau. Ich glaube, das war Zufall. Ja. Hey, viel Spaß damit. Ich lasse euch alleine essen. Danke. Und Wir gehen weiter. ja, was soll ich euch sagen? Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich Jemand, der wirklich viel isst und auch auf isst heute. Gern isst. Ja? Wir gehen rein, Vorspeise und Ach, das ist die Vorspeise. ja. Okay. Ja, was denkst du denn? Und dann sehen wir uns zur Hauptspeise wieder und geben dann unsere Ich will jetzt, dass du Bewertung. eine Taco isst. Ja, komm, dann gehen wir rein. Alter, der ist voll gesuppt mit den ganzen. Da muss man noch eine Limette drüber squeezen. Das suppt ja noch vor lauter Soße. Die sind richtig stark. Wobei ich fand, das war auch noch, boah, das ist krass. Aber jetzt gehe ich mal in so einen Honey Wing. Weil die habe ich früher immer, auf der Sportschule habe ich die selber gemacht. Eine eigene Panade gemacht, auch mit Honey. Besser, ihr holt euch jetzt was zu essen, glaube ich. Boah. Alter, die sind krass. Nee, da glaube ich dich doch. Ja, guck mal, wo wir gerade da sind. Guck mal da auf den Bildschirm, läuft gerade. Ach, geil. Miami, Jamaican das ist Jerk Guy Jerk Ian. Chicken, Alter. Das ist sein Niemals. Rezept. Riech mal da dran. Riech Ja, ich mal. riech's schon bis hierher. Das ist crazy, oder? Das Ja. ist Jerk Chicken von Jerk Guy Ian, Geil. Miami. Ja, ich wollte unbedingt schon Jerk Chicken essen. Habe ich noch nie gemacht. Jetzt hast du es. Das Beste, was du hier kriegen kannst. Ich wollte zu so einem Wagen gehen, weißt du, so richtig. Ach, hat der auch so ein Ding. Ja, ja. Smash. Ja. Aha. New York, Miami, LA. Ich bin ein paar Kleinigkeiten. Guck mal, mir war wichtig, dir so einen kleinen Querschnitt zu zeigen. Du kannst natürlich alles weitere noch bestellen, worauf du Bock hast. Aber das sind so Dinge, die würde ich mir jetzt bestellen. Ja? Das Jerk Chicken crazy, klarer Fall. Weil einfach, ich hatte eine so gute Zeit mit Ian da an dieser Tankstelle, an seinem Imbisswagen. Einfach ein geiler Typ, guter Abend, seine Freunde waren da. Es ist einfach Memory so, ne? Und vor allem, guck mal, das muss genau so sein. Ja, Siehst du das? voll. 100%. Diese dunklen, schwarzen Stellen muss es haben. Wir lassen das so extra so werden. Ne? Ja. Das sieht auf Cam immer noch mal schwärzer aus, als es ist, müssen wir ehrlich sein. Aber das ist einfach genau so gewollt. Dafür umso roter. Genau, und so roter ist das dann. Ja, Nashville Hot Chicken, Ja, das komplett ist geil. geisteskrank. Shaker Fries dazu. Ja, Jambalaya Noodles habe ich dir gemacht. Ja, was Anstatt that? den Reis, weil du hast genug Reis Ja. zu fressen im Leben, du sollst noch ein paar Nudeln kriegen. Ja. Wir sind in Miami bei Cajun Boy, machen sie die Jambalaya-Style Noodles. Haben mich wirklich absolut überzeugt. Wir haben das exakt selbe Gewürz nachgebaut. Gibt es jetzt bei uns zu kaufen auch übrigens. Ja? Jo, sehr, sehr geil. Und dann hier Gotham Smash Burger, einer meiner Lieblingsburger aus New York. Ich sag, den haben wir 85% sind wir da. Was ist das, der 7th Street Burger? Nein, das ist Gotham Burger. Gotham. Gotham Burger. Wie unterscheidet der sich?
Ja, die hat eine andere Soße drauf, aber ist auch ein Double Smash, Triple Cheese. Ja. Ja, Martins Potato Bun und vor allem, was er macht, er röstet das Brötchen nicht von innen. Martins Potato Bun jetzt. Ja, er röstet das Brötchen nicht von innen, ne? Ja. Das Brötchen ist innen weiß. Ist es? Aber er legt es nur, das ganze Brötchen mit der Kopfseite auf die Grillplatte, Ja. lässt es hier etwas dunkel werden und lässt die Hitze im Brötchen hochsteigen. Einzigartige Konsistenz. Jetzt wird's dirty. Ready? Kenne ich nur von der Tankstelle, wenn ich Diesel tanke. Ja. Nee, er hat einfach, bleibt die Hände sauber jetzt. Weil es einfach cool ist, Mann. Ding, Mann. Außerdem sieht's einfach geil geil. aus. Ja? Das passt so, du kannst die Hände reiben und dann gehen wir Prost, rein. Hähnchen, zuerst. Ohne Gurke, ohne Soße. Erst der Biss, rein damit. Wie süß das in seiner Hand aussieht einfach. Ja, dieses halbe Hähnchen. Boah. Perfekte Schärfe. Ich finde auch. Der zweite Biss muss mit ein bisschen von der Gurke. Eine halbe Gurke zuerst. Anbeißen Halbe oder Gurke, halbe aber nur. Du brauchst die restliche noch. Jetzt Hähnchen hinterher. 6, 7? Aber checkst du, was das für Gurken sind? Crazy, oder? Ja. Weißt du, was so ein Glas Gurken kostet? Boah, die schmecken wie die polnischen. Ja, genau. Aber, Ja. aber halt auf ganz crazy geil. Oh ja, Ja? das erinnert mich an Polen. Dritter Biss darfst du mit Soße machen. Boah. Ja? Muss er ja sagen jetzt. Du weißt, ich würde dir immer ehrlich sagen. Du würdest doch so sagen, ja? Hey Chef, was geht? Zeit für ein Foto von Na klar, ich bin hier. Super. Ja? Stark. Hast du Handy dabei? Also dann. Tschüss, Bernd. Tschüss, Bernd. War nett. Wir essen mal zu Ende. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Oh, Jerk Chicken. Was ist daran Das ist. speziell? Riech mal dran. Die Soße? Irre, glaub mir. Du darfst das auch gleich schon probieren, aber jetzt pass auf jetzt, pass auf. Boah. Ich sag dir halt, das ist so Essen, das macht was mit dir. Ja? Und guck mal, wie stolz ich da drauf Das bin. haut So, mich ja? noch viel mehr um. Ja, ist krass, gell? Das haut mich sogar noch mehr um. Ja, ja. Ja, das hat man schon mal gegessen. Aber das, Ja. das musst du machen. Ganz klare Sache. Boah. Ich wollte gerade sagen, das mit bisschen Reis und Kraut, Alter. Smashburger. Spezielle. Der Hund, der kann das einfach. Der kann kochen. Das ist so typisch Bernd. So einfache Dinger, aber krass gemacht irgendwie. Da merkt man halt wirklich die Küche in dem Kollegen. Was hat er gesagt? Jambalaya-Pasta. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Garnelen sind drin. Kreier einen perfekten. Wow. Scheiße. Ich weiß nicht, was am besten schmeckt. Ich glaube sogar. Boah. Alter, die Pasta musst du probieren gleich. Machen wir mal einen Perfect Bite. Boah, das ist ein Perfect Bite. Wie anders diese Soße schmeckt. Die schmeckt echt gut, die Pasta, Mann. Auch gar nicht, was man so erwartet bei einer Pasta. Also, ich kenne mich ja nicht aus, aber die schmeckt richtig gut. Ja, anders Geil. halt. Ja, anders. Die schmeckt nicht so klassisch. Aber auf klassisch würde ich mir hier reingehen, das Ganze vernichten und dann, Ich helfe dir brüderlich. Brauchst du natürlich auch. Richtig. ja, weiß ich nicht, eigentlich nicht. Also, ich würde sagen, ja, nein. Oh Mann, das hört gar nicht auf. Wir haben wieder Nachschub bekommen. Ey, Ich habe noch mal eine Kleinigkeit gesagt. Veal Parmigiana von Emilio's Balato aus New York City. auf, wie heißt der, Emilio? Emilio, jawohl. Hast du so Schnitzel-Base drunter, oder? Ja, das ist ein Kalbsschnitzel. Und mit Käse überbacken. Und natürlich diese krasse. Weißt du, kleine eigentlich wird das Kalbschnitzel schon reichen, aber ne, wir hauen da nochmal Mozzarella und Ja, eine geile Tomatensauce. ja. Und ich habe hier drüben noch den lang's- California Dreaming Burger mitgebracht. Das ist. so langsam ja, fallen mir der die zweite Augen Burger. hier zu. Hey, komm mal los, Digga. Das ist der zweite Burger quasi von Gossen Burger, Social Club in New York. Der hat eine andere Soße und hat Salat und Tomate mit drauf. Ja? Also es ist ein ganz frischer, ist halt Kalifornien. Guck mal, die Kruste unten. Dreh mal um. Guck dir das an, Junge. Geil gesmashed. Ja.
Smashed to perfection. Wow. Die Jungs hier in der Küche trainiert, hat übrigens mein Freund Burger Hannes. Karim, kennst du noch Burger Hannes? Weiß auch schon. Ja. Vielen Dank dafür nochmal. Gell? Dank dir haben wir so geile Burger auf der Karte. Eine Woche bei Bernd im Camp. Und ich bin bereit für den ersten Bauchtanz, Alter, meines Lebens. War auf jeden Fall ein heftiges Festmahl heute. Alter, ich bin auch so vollgefressen, Ja. ich kann gar nicht mehr klar denken, Mann. Ja, die Pommes fangen langsam an, mein Hirn anzugreifen. Ja. Ich würde sagen, nee, normal sage ich immer, wir essen ja nochmal auf und dann gehen wir weiter. Aber ich würde sagen, ja, wir probieren noch ein bisschen und dann hauen wir ab. In diesem Sinne sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Abonniert nicht zu vergessen. Abonniert auf jeden Fall nicht. Und in diesem Sinne, adios. Bruder, ist das der Wieberg Blütenmix? Hä? Ja. Das will ich nie wieder sehen, okay? Okay. Das ist ein Meme in meinen Videos. Ich hasse Balsamico-Creme und ich hasse den Wieberg Blütenmix. Okay, ist raus. Ja, nie wieder will ich das sehen. Ja, Ja, ein bisschen Nachtisch geht ja immer, gell? ja, Ein bisschen Cheesecake, ein bisschen, was würdest du sagen, ein bisschen Brownie. bisschen von allem. Der Zucker muss uns jetzt bis nach Hause tragen. Apropos, wir sind wieder da. Wir haben schon dreimal das Video beendet. Ja, das, Immer fängt schon an. das Intro vorher war ein kleiner Fake. Weil wir sind zurückgekommen für den Brownie und für den Cheesecake mit Karamelleis. Oh. Ja. Das Diabetes auf dem Teller. Boah, da ist vor allem zwischen den Brownies auch nochmal Karamellsoße. Es gibt einen guten Pump morgen. Einen guten Schiss auch. In diesem Sinne. In diesem Sinne.